Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Habt ihr gewusst, dass Zepp Health früher unter dem Namen Huami für Xiaomi Fitness-Tracker hergestellt hat? Mittlerweile haben sie eine eigene Marke, und zwar Amazfit, und bereits über 200 Millionen Geräte verkauft. Der Hersteller hat mittlerweile eine große Palette an Produkten, von vorwiegend Smartwatches bis hin zu Kopfhörern. Was hier alles angeboten wird, das habe ich euch in diesem Video zusammengefasst, um euch einen groben Überblick zu bieten. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los! Amazfit hat sein Uhrenportfolio in 4 klar definierte Kategorien unterteilt. Das ist zu einem die Lifestyle-Serie, dann gibt es die Performance-Serie, die Abenteuer-Serie und die Essentials-Serie. Jede dieser Serien umfasst speziell darauf abgestimmte Modelle, die unterschiedliche Bedürfnisse und Einsatzbereiche abdecken. Zur Lifestyle-Serie gehört die Amazfit Balance, die Amazfit Active und die Amazfit Active Edge. Die Uhren dieser Serie sind perfekt für alle, die ein alltagstaugliches Design suchen, aber trotzdem nicht auf die wichtigen Trainings- und Gesundheitsfunktionen verzichten möchten. Die Amazfit Balance ist das rundum sorglos Paket unter den Lifestyle-Uhren. Sie hat so ziemlich alles, was Amazfit in seinen Uhren zu bieten hat. Offline-Karten, Multiband-GPS, eine lange Akkulaufzeit, Mikrofon und Lautsprecher sowie die Möglichkeit, die Körperzusammensetzung zu analysieren. Dazu kommt Zepp Flow, das ist wie ChatGPT direkt am Handgelenk, und umfangreiche Trainings- und Gesundheitsfunktionen. Wer hier mehr Details möchte, kann sich gerne meine separaten Videos zur Uhr anschauen. Die Amazfit Active erinnert optisch ein wenig an die Apple Watch, ist aber im Vergleich zur Balance etwas abgespeckt. Funktionen wie Offline-Karten und Dualband-GPS fehlen hier. Trotzdem bietet sie eine Vielzahl an Features, die für rund 90% der Nutzer vollkommen ausreichen. Die Active Edge richtet sich eher an junge Menschen oder Jugendliche, die einen aktiven Lebensstil haben. Sie ist ideal, um beispielsweise ein Basketballspiel oder eine Fahrradtour zu tracken. Auf umfangreiche Trainingsanalysen verzichtet die Edge jedoch, was sie zu einem leichten und unkomplizierten Begleiter für sportliche Aktivitäten macht. Bei der Adventure-Serie handelt es sich um robuste Uhren, die speziell für Outdoor- und Abenteuerenthusiasten entwickelt wurden, mit starkem GPS und einem besonders widerstandsfähigen Design. Zu dieser Serie gehören die Amazfit T-Rex 3 sowie die Amazfit T-Rex Ultra. Die Namensgebung ist hier aber etwas verwirrend. Die T-Rex Ultra ist das Modell vom letzten Jahr, während die T-Rex 3 die aktuellere Version darstellt. Beide Uhren bieten aber nahezu denselben Funktionsumfang, doch die T-Rex 3 verfügt über ein Mikrofon, hat die besseren, neueren Sensoren und ist darüber hinaus noch günstiger. Meine Empfehlung geht daher klar an die T-Rex 3, es sei denn euch gefällt das Design der Ultra besser. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest, und wenn du auch zukünftig keine Videos von mir verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ich sage herzlichen Dank und schon geht's wieder weiter. Die Performance-Serie soll leistungsorientierte Sportler ansprechen, die sich eine leichte Uhr wünschen, aber weder auf Funktionen noch auf Genauigkeit verzichten wollen. Zu dieser Kategorie zählen die Amazfit Cheetah Pro, die Amazfit Cheetah Round, die Amazfit Cheetah Square und die Amazfit Falcon. Die Amazfit Cheetah ist eine Sportuhr, die dezidiert für Sportler entwickelt wurde. Die Pro-Variante hebt sich durch eine hochwertige Lünette aus Titan, ein komfortables Nylon-Armband und ein größeres Display ab. Zusätzlich verfügt sie über ein Mikrofon und Lautsprecher, die in der normalen Version fehlen. Die Standardversion der Amazfit Cheetah gibt es in 2 Bauweisen, rund und quadratisch. Abgesehen von den genannten Unterschieden bieten sie denselben Funktionsumfang wie die Pro-Varianten. Dazu gehören unter anderem Dualband-GPS, Offline-Karten, intelligente Trainingsvorschläge und alle weiteren Features, die Amazfit in seinen Top-Uhren integriert. Zur Performance-Serie gehört auch die Amazfit Falcon, die mit dem Titangehäuse und einem kratzfesten Saphir-Display die Premium-Sportuhr des Herstellers darstellt. Last but not least gibt es noch die Essentials-Serie. Darunter fallen budgetorientierte Modelle mit grundlegenden Funktionen und langer Akkulaufzeit und richten sich eher an Gelegenheitssportler oder Sportanfänger. Die Modelle, die unter diese Kategorie fallen, sind die Amazfit Bip 5 und die Amazfit Bip 5 Unity. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Uhren liegt in der Ausstattung und dem Design. Die Bip 5 Unity kommt mit einem eleganten Edelstahlrahmen und einem schlankeren Gehäuse.
Allerdings fehlt hier ein integrierter GPS-Chip, weshalb man für das Tracken von Aktivitäten wie eine Laufrunde zwingend das Smartphone mitnehmen muss. Die BIP 5 hingegen hat ein integriertes GPS und ermöglicht so ein unabhängiges Tracking. Auch einen smarten Ring hat Amazfit im Angebot. Mit dem Amazfit Helio bietet der Hersteller eine tolle Ergänzung zu seinen Sportuhren. Der Ring ist ideal für das Schlaftracking, da er klein und leicht ist und während der Nacht deutlich weniger stört. Tagsüber oder beim Training nutzt man dann wie gewohnt die Uhr. Mit dieser Kombination verliert man auch keine Daten, da die mobile App alles zusammenführt. Man kann den Ring zwar auch für eine kleine Auswahl von Aktivitäten verwenden, aber persönlich würde ich das nur im Notfall machen. Trägt man ihn wie eingangs angeführt im Schlaf, dann wird nicht nur dieser aufgezeichnet, sondern auch die körperliche und mentale Bereitschaft ermittelt und die HRV bestimmt. Seit diesem Sommer gibt es beim Hersteller auch Kopfhörer. Die Amazfit Up sind Open-Ear-Kopfhörer, die durch ihr offenes Design speziell für Sport überzeugen, da man die Umgebung wahrnehmen kann. Der Klang ist für den Preis gut, auch wenn der Bass eher dezent ausfällt. Mit bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und einer einfachen Steuerung haben sie mich im Test überzeugt. Besonders hilfreich ist die Multi-Device-Verbindung, um Musik und zum Beispiel Navigationsansagen gleichzeitig nutzen zu können. Für 49,90 sind die Kopfhörer wirklich eine solide Wahl. Eine echte Besonderheit, die es in dieser Form nur bei Amazfit gibt, ist Zepp Flow. Diese Funktion ist auf Modellen wie der Amazfit Balance, Active, Cheetah und T-Rex 3 verfügbar und bringt eine Art ChatGPT direkt aufs Handgelenk. Damit kann man allgemeine Fragen stellen wie: Was ist Hyrox? Oder man gibt praktische Befehle, um Einstellungen auf der Uhr anzupassen, etwa: Stell die Helligkeit auf ein Maximum. Die Bildschirmhelligkeit wurde auf 100% eingestellt. Das Ganze funktioniert zwar nicht immer perfekt und ersetzt natürlich ChatGPT nicht wirklich, aber für kurze Informationen bzw. um irgendwelche Änderungen schnell durchführen zu lassen, bevor man jetzt irgendwo im Menü herumsucht, ist es auf jeden Fall eine nützliche Funktion. Ein Extra gibt es auch für Android-Nutzer, denn wer die Uhr mit einem Android-Smartphone koppelt, kann zusätzlich mit einer kleinen Tastatur auf Nachrichten antworten oder sogar die Text-to-Speech-Funktion nutzen. Diese funktioniert überraschend gut und macht das Antworten direkt über die Uhr einfach und bequem. Als nächstes werden wir einen kleinen Blick in die mobile App von Amazfit werfen. Vor ein paar Wochen wurde die App komplett neu gestaltet. Sie ist meiner Meinung nach jetzt etwas übersichtlicher und besser zusammengefasst. Wenn man die App startet, kommt man zuerst zum Punkt Übersicht. Hier sieht man seine Bereitschaft, den Schlaf und die Anstrengung. Weiter unten kleine zusätzliche Informationen sowie die Kernmetriken wie die körperliche Erholung, die mentale Erholung, den Puls, die Herzfrequenzvariabilität, die Schlafdauer, den Tiefschlaf, die Anstrengungslast und den Trainingsstatus. Natürlich kann man dann auch noch draufklicken, wie zum Beispiel bei der Herzfrequenzvariabilität, und sieht dann die Werte der Nacht bzw. der letzten 7 Tage. Für die körperliche Erholung sind die Aktivitäten der Vergangenheit bzw. die Herzfrequenz ausschlaggebend. Für die mentale Erholung ist der Schlaf ein wichtiger Faktor. Das heißt, wenn zum Beispiel meine mentale Erholung niedriger ist, könnte der Grund dafür sein, dass ich schlecht geschlafen habe und im Laufe des Tages einfach müder bin. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir dann noch die Herzgesundheit bzw. die Herzfrequenz, die Schritte des Tages, die verbrannten Kalorien, den Stress des Tages, den Pi-Score. Hier soll es immer Ziel sein, 100 Punkte im Schnitt pro Woche zu bekommen. Das Ganze ist ein rollender Wert und man bekommt Punkte für seine Aktivitäten. Weiters findet man dann noch Gewicht und die Körperzusammensetzung. Wir gehen weiter zum Punkt Bereitschaft. Die tägliche Bereitschaft bedeutet, wie sehr bin ich in der Lage, meine täglichen Herausforderungen bzw. meine Trainings zu meistern. Auch hier findet man die Metriken, die wichtig sind. Das waren auch die Metriken, die man schon auf der Übersichtsseite gesehen hat. Hier kommt aber noch dazu die Hauttemperatur bzw. die Uhr oder der Ring, den ich eigentlich beim Schlafen verwende, kann auch Schlafapnoe-Risiko erkennen. Hier habe ich aber zum Glück ein geringes Risiko.
Ich habe auch hier die Bereitschaftsstatistik der letzten 7 Tage. Ganz oben ist die körperliche Erholung und unten die mentale Erholung. Und auch hier finde ich die Durchschnittswerte bzw. die Werte der letzten 7 Tage der Herzfrequenzvariabilität. Unter dem Punkt Schlaf findet man seinen Sleep Score, seine Schlafqualität, beziehungsweise gibt es auch hier immer so kleine Analysen. Ich sehe weiter meine Schlafdauer, meine Nickerchen, wenn ich welche gemacht habe, und dann weiter die Schlafmetriken wie Schlafdauer, Schlafregelmäßigkeit, tiefer Schlaf, REM und Wachzeit. Ich habe auch hier die Möglichkeit, ein Tagebuch zu führen. Zum Beispiel kann ich angeben, so dass ich zum Beispiel ein paar Drinks hatte, und ich kann auch angeben, wie ich mich in der Früh gefühlt habe. Weiters sehe ich dann die Schlafmetriken bzw. die Schlafzeiten oder die Schlafdauer der letzten 7 Tage im Vergleich, auch die Schlafregelmäßigkeit, die Herzfrequenz im Schlaf bzw. ganz unten die Infos zur Schlafapnoe. Wenn ich am Morgen munter werde, bekomme ich, je nachdem wie gut ich geschlafen habe, wie meine Workouts der Vergangenheit waren, ein Anstrengungsziel. An diesem Tag war mein Ziel, 32 Punkte zu schaffen. Diese Punkte sammle ich durch tägliche Aktivitäten bzw. durch Sport. Ich bekomme auch weiters eine kurze Analyse meines aktuellen Zustandes. Hier sieht man halt einen kleinen Übersetzungsfehler. Best State, also der beste Zustand. Hier wird es als bester Start übersetzt. Das ist natürlich jetzt nicht optimal, aber gut, darüber kann ich hinwegsehen. Ich weiß, was gemeint ist. Ich sehe hier dann meine heutigen Aktivitäten. Ich war sehr fleißig an diesem Tag. Ich bin viel herumgegangen. Meine täglichen Aktivitäten haben mir 202 Punkte gebracht. Das Freitauchen, das man hier sieht, da war ich in der Sauna. Leider Gottes habe ich hier kein anderes Sportprofil gefunden. Das ist etwas, was ich bei Amazfit leider schade finde. Hier kann ich mir kein individuelles Sportprofil erstellen. Wenn man den SEP-Coach, also den Trainingscoach von Amazfit, aktiviert und verwendet, dann bekommt man hier auch seine täglichen Vorschläge. Hier wäre der Vorschlag gewesen, bei niedriger Intensität, das ist der Pulsbereich 116 bis 148, eine Dauer von 22 Minuten irgendein beliebiges Workout zu machen. Weiters bekommt man dann seine Anstrengungsstatistik, eingeteilt in das Ermüdungslevel, Fitnesslevel und die Trainingsform. Was bedeutet das? Das Ermüdungslevel ist meine aktuelle Belastung, das Fitnesslevel ist meine langfristige Belastung und meine Trainingsform ist die Differenz. Wenn meine kurzfristige Belastung unterhalb der langfristigen Belastung steht, dann bedeutet das, dass ich eigentlich optimal vorbereitet bin für ein anstrengendes Workout, und wenn das Ganze umgekehrt ist, dann sollte ich wieder ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Wir gehen weiter zum Punkt Trainings. Hier sehe ich meinen Trainingsverlauf der letzten Tage, meine ganzen Trainings. Hier habe ich auch meinen SEP-Trainer, der mir eben die diversen Vorschläge macht, auch was ich geschafft habe und wie viel ich geschafft habe. Ich habe hier auch noch einen Wochenbericht. Ich sehe meinen Trainingszustand, wie ist mein V2 Max, meine Trainingsbelastung und meine Gesamterholung. Mit dem Punkt mit Übungen anzufangen, wie gesagt, das ist alles nicht optimal übersetzt, kann ich, wenn ich zum Beispiel nur den Ring mit habe, einen Lauf zum Beispiel tracken, und weiter unten sehe ich dann zum Beispiel Auszeichnungen, Leistungsvorhersagen, wie schnell ich zum Beispiel auf diverse Distanzen bin und vieles mehr. Auf Zepaura möchte ich jetzt eigentlich nicht sonderlich viel eingehen, da es sich um ein Abo handelt, beziehungsweise ist es halt bei mir beim Ring dabei gewesen. Hier bekommt man zusätzliche Schlafanalysen beziehungsweise erweiterte Schlafanalysen, und weiter unten kann man sich dann noch Musik anhören, beziehungsweise soll das Ganze auch für Entspannung helfen. Last but not least habe ich dann weiter unten den Punkt Geräte, wo ich dann zu meinen einzelnen Geräten, die ich mit der App verbunden habe, Einstellungen vornehmen kann, wie zum Beispiel das Ziffernblatt ändern. Ich habe einen App Store, wo ich zum Beispiel diverse Apps noch runterladen kann und vieles mehr. Wie gesagt, hier geht es eher um die individuellen Einstellungen der Uhr. Soweit ein grober Überblick über die App, aber wie man sieht, bekommt man hier für sein Geld schon wirklich sehr viel. Amazfit zeigt mit seinem doch recht umfangreichen Ökosystem, dass es für jedes Anwendungsgebiet eine Lösung gibt. Egal ob Outdoor-Abenteurer, Laufenthusiast oder Gelegenheitsnutzer. Vom eleganten Smart Ring für diskretes Tracking bis hin zur robusten T-Rex-Serie oder der High-End Falcon, hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Falls ihr jetzt am Überlegen seid, welche Uhr zu euch passen könnte, dann schaut euch gerne meine anderen Videos an. Dort gibt es dann mehr Details zu den einzelnen Modellen.
Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr bereits eine Uhr von Amazfit besitzt, wie zufrieden ihr seid, beziehungsweise ob ihr vorhabt, euch eine zu holen. Würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen. Wie immer sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.